Hallo, hier ist Antoinette Kast aus Kitchener Forest Retreat und ich lese wieder vor aus der Biografie von seiner Eminenz Tsen Tulku Rinpoche, The Promise, das Versprechen. Heute sind wir auf der Seite 129. Thupten Darjeeling bedeutet das Land des blühenden Dharmas und war ein zweistöckiger Bungalow in einem Wohnbezirk des St. Andrews Platzes nahe West Hollywood. Als Rinpoche und Dr. Pruden in TDL ankamen, war der Haupteingang verschlossen, sodass sie durch die Hintertür eintraten. Das Haus hatte innen kastanienbraune Teppiche und gelbe Gardinen und schöne Tankas. Das sind traditionelle tibetische buddhistische Bilder an den Wänden. Und das Wohnzimmer war in eine Hauptgebetshalle umgewandelt worden oder auch Gompa genannt in Tibetisch. Auf einem Kissen am Boden saß der renommierte Meister und residierende Lehrer des Zentrums Geshe Tsultrim Gyaltsen. Ein herrlicher Tsongkhapa saß gelassen hinter ihm, in Strömen von goldenem Sonnenlicht gebadet. Sobald Rinpoche Geshe sah, warf er sich vor ihm nieder und Dr. Pruden stellte ihn vor. Geshe war damals eine Laienperson und er trug lange, kastanienbraune Kleider mit einem Stehkragen. An diesem Tag war Dzog, ein Tag im tibetischen Kalender, an dem ein rituelles Gebet und Opfergaben durchgeführt werden. Und Rinpoche fragte Geshe, ob er sich an ihren Gebeten anschließen könnte. Geshe schaute den Jugendlichen an und fragte, ob er Initiationen erhalten hatte. Rinpoche antwortete, dass er Initiationen erhalten hatte und Geshe erlaubte ihm, teilzunehmen. Begeistert ging Rinpoche zurück zu Monterey Park, um seine Sadhana und rituellen Instrumente zu holen und nahm nachts an der Dzog-Puja in TDL teil. Es waren um die 40 andere Teilnehmer bei der Puja, mehrere Langzeitstudenten mit eingeschlossen. Viele von den dort Anwesenden waren beeindruckt von Rinpoche und wunderten sich, wo er gelernt hatte, Dzog so gut und in einem solch jungen Alter zu tun. Zu jener Zeit hatte Rinpoche Geshe nicht als seinen Lehrer genommen, da er bereits Khenso Rinpoche Losang Tarchin als seinen Guru hatte. Bald nach seiner Ankunft in TDL rief Rinpoche Khenso Rinpoche Losang Tarchin in New Jersey an und entschuldigte sich dafür, dass er weggelaufen war. Khenso Rinpoche Losang Tarchin hörte ihm aufmerksam zu und sagte zu Rinpoche, dass es in Ordnung sei und dass er froh war, zu hören, dass Rinpoche sicher war. Rinpoche entschuldigte sich ebenfalls für Danas Verleumdungen. Dann fragte Rinpoche formell Khenso Rinpoche Losang Tarchin um Erlaubnis, Geshe Tsultrim Gyaltsen als seinen Lehrer zu nehmen, gemäß den Prinzipien der Guru-Hingabe. Zitat von Rinpoche: Ich kann in naher Zukunft nicht zurück nach New Jersey kommen. Ich habe daher nicht die Verdienste, mit Ihnen zu studieren, obwohl ich das möchte. Ich bin im Haus von Geshe Tsultrim Gyaltsen. Habe ich die Erlaubnis, mit ihm zu studieren? Was soll ich andernfalls tun? Khenso Rinpoche Losang Tarchin antwortete: Du hast Glück. Geshe Tsultrim Gyaltsen ist ein großartiger Meister und Gelehrter. Du sollst ihn genauso behandeln, wie du dich um mich gekümmert hast, und du sollst ihm dienen und mit ihm studieren und ein guter Student sein. Am Ende des Telefonats machte Rinpoche Niederwerfungen zum Telefon, an dem er gerade mit seinem ersten Guru gesprochen hatte. Dann beeilte er sich, die gute Nachricht zu Geshe zu bringen, der einfach sagte: Okay, mach mir eine Tasse Tee. Verblüfft von Geshe-las Mangel an Reaktion, dachte Rinpoche über die Erfahrung nach, die er eben mit den 2 Lamas hatte. Khenso Rinpoche Losang Tarchin sorgte sich nur um Rinpoches spirituelle Entwicklung und hatte keinen Neid vor anderen Lehrern.
Als Geshe-la von Khenzo Rinpoche Losang Kharchen Lob hörte, bestätigte er es nicht oder fragte weitere Einzelheiten. Rinpoche erkannte, dass seine beiden Gurus kein Ego hatten und damit wuchs sein Glaube in seine Lehrer noch mehr. Und dann sehen Sie auf Seite 129 der Kommentar zum Bild, das ursprüngliche Gebäude, wo die Universität der orientalischen Studien in Los Angeles untergebracht waren. Und dann auf der nächsten Seite, das ist Khenzo Rinpoche Losang Kharchen. Und damit sage ich Tschüss für heute und bis bald. Ciao.